Jeden Tag laufen wir durch diese Welt, meistens von A nach B mit dem Fokus aufs Ziel, aufs Ankommen. Nur um nach dem ersehnten Ankommen bereits die nächste Tat oder das nächste Ziel im Kopf zu haben und zu visualisieren. Dabei sind es oft nicht mal wirklich freiwillige Taten oder Dinge, dessen Kausalität aus dem Herzen stammen. Früher konnte ich mich oft dabei erwischen, wie ich dringend ankommen wollte. Mit schnellem Schritt, meistens den Boden vor mir betrachtend und dabei Musik hörend, eilte ich zum Ankunftsort, gedanklich schon in der nächsten Situation bzw. am Ziel. Man hätte mich verfolgen können, in meiner Umgebung hätte vielleicht jemand Hilfe gebrauchen können, ich hätte es nicht realisiert oder auch nur mitbekommen. Ich trug meistens Kopfhörer und war dadurch zusätzlich von meiner Umgebung abgelenkt. Vor allem, wenn der Weg routiniert war. Dies führte auch dazu, dass ich öfters Dinge verlor, vergaß und vor allem übersah. Mittlerweile bin ich dankbar, genau dieses Verhalten abgelegt zu haben und achtsam durchs Leben zu gehen. Und darum soll es heute gehen. Achtsamkeit. Alles klar, Leute. Ich habe gerade gedacht, dass ich mein erstes Video aufgenommen hätte. Gehe nach einer Viertelstunde hinter die Kamera und sehe, der Bildschirm ist aus, das Gerät ist aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und so bin ich jetzt hier und nehme das erste Video auf. Ja, das Wetter ist nicht perfekt. Dieser perfekte Zeitpunkt wäre sowieso nicht gekommen, deswegen wird es einfach Zeit, das zu machen. Das ist mir einfach zu wichtig. Und zwar möchte ich erzählen von der Achtsamkeit. Oder auch der Unachtsamkeit. Ich sage Achtsamkeit, dabei ist die Unachtsamkeit viel omnipräsenter. Wir, ich, du, Leute, die ich beobachte, gehen durchs Leben ziemlich schnell und gestresst und meistens, ja nicht unbedingt gestresst, aber unbewusst. Wir schauen auf den Boden und ich erzähle von mir früher und ich kenne es auch von anderen Menschen, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Schauen auf den Boden und laufen nur so von A nach B zu unserem Ziel. Ich hatte damals dann noch Kopfhörer in den Ohren immer und habe ja nicht viel mitbekommen von meiner Umgebung. Ich habe auch nicht viel gedacht, sondern eigentlich nur, wie komme ich jetzt ans nächste Ziel? Was ist jetzt der nächste Schritt dann? Oder wenn ich am nächsten Ziel angekommen bin, was erwartet mich danach? Aber eigentlich sollten wir doch auch mal sein, egal wo wir sind, egal in welcher Situation, den Moment leben, den Moment mehr wahrnehmen. Das fiel mir selber auch sehr schwer früher und deswegen ist es mir ein Anliegen, das jetzt auch hier mal zu besprechen. Mittlerweile gehe ich nämlich durchs Leben und ich habe diese Achtsamkeit bei mir irgendwie. Ich laufe rum und der Weg ist das Ziel. Den Satz habe ich früher öfter gehört, aber diesmal ist der Weg wirklich das Ziel, weil ja, ich achtsam bin. Ich nicht nur ans Ziel denke, sondern auf dem Weg mich umschaue, die Natur, die Umgebung wahrnehme, den Himmel, das Wetter, die Menschen, die Kinder, die spielen, die Vögel, die zwitschern. Man hört es jetzt gerade auch. Diese ganzen Sachen, die Eindrücke schaffen, die auch vielleicht ein Vogel sehr nah über mir hergeflogen. Zum Beispiel früher, wäre ich am Sitzen, hätte den Boden angeguckt, hätte es verpasst. Jetzt habe ich den Vogel gesehen. Kann jeder für sich bewerten, welchen Wert das im Endeffekt hat. Aber ich kann von mir sagen, es hat einen sehr großen Wert. Nicht nur, dass man durch diese erhöhte Achtsamkeit viel mehr Sachen wahrnimmt und einem viel mehr Chancen offenbart werden. Man hat auch viel mehr Ruhe. Weil wenn man nur denkt, ich möchte ans Ziel kommen, dann ist das ja kein im Moment sein, kein Jetzt-Leben, sondern nur ein Streben nach dem Nächsten, der nächste Abschnitt, die nächste Situation und dessen durchkommen und wieder irgendwo anders landen. Wir sollten aber viel eher in uns ruhen, landen, sein und so auch den Moment wahrnehmen. Bei mir ging das vor ein paar Jahren los mit der Meditation. Ich habe durch Meditation, also erstmal habe ich die vom Kollegen empfohlen bekommen. Der Kollege meditiert heutzutage gar nicht mehr. Er hat mich aber motiviert damals. Durch die Meditationspraxis bin ich achtsamer geworden. Das ist jetzt auch kein Wunder. Das ist, glaube ich, auch schwer, nicht achtsamer zu werden, wenn man regelmäßig ausreichend meditiert. Das ist ja sozusagen
gehört das zusammen. Einfach durch dieses sich hinsetzen und in den Körper reinspüren. So. Tief ein- und ausatmen. Das alles lässt sich dann einfach mal wahrnehmen. Ich bin. Und ich bin auch genug. Ich spüre in mich und ich merke, da ist Fülle. Da ist ich. Da ist genau der ich bin. Und der ich sein will. Nur das Gedankenkonstrukt im Kopf hat dieses noch nicht evaluiert, noch nicht wahrgenommen. Das wird ein Thema für ein anderes Video sein. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Deswegen komme ich zurück zur Achtsamkeit. Wenn wir also, egal wo wir sind, egal ob wir von A nach B gehen oder egal ob wir bei der Arbeit in einer angenehmen, unangenehmen oder super schönen Situation sind oder auch super unschönen Situationen, achtsam sein. Denn in all den Situationen wird es mit Achtsamkeit besser laufen als ohne. Wir werden mehrere Chancen erleben als ohne. Wir werden mehrere Gespräche, mehrere Kontakte, seien es auch nur kurze Augenkontakte, eingehen, als wenn wir nicht achtsam sind und auf den Boden gucken. Und die letzten Jahre hat genau diese Achtsamkeit mich sehr stark belohnt, mit vielen Dingen. Und sei es auch nur ein wunderschöner Augenkontakt, wo es einfach stimmt in dem Moment. Das muss kein davor und kein danach haben, sondern einfach dieser Moment ist schön. Beide Menschen haben ihn merklich genossen und das kann auch einfach nur ein Augenkontakt sein. Also was ich sagen will, das sind so die kleinen Sachen. Und die kleinen Sachen sieht man erst, wenn man die Achtsamkeit hat, wenn man den Fokus auch zulässt. Ich sag mal, ich möchte jetzt nach Hause essen, dann was gucken und ins Bett. Es ist ja nicht mehr irgendwas groß lebensbereicherndes, sondern eher eine Routine. Und gerade auch bei Routinen und Wegen, die routiniert sind, die wir laufen, neigen wir dazu, unachtsam zu sein und einfach den Weg zu gehen. Ich bin jetzt schon im Kopf bei der nächsten Sache. Da kann ein Fuffi auf dem Boden liegen, da kann auch, weiß ich nicht, Goldring auf dem Boden liegen oder eine Person in der Nähe sein, die Hilfe braucht, die aber nicht Hilfe schreien kann. Ich würde es nicht sehen, du würdest es wahrscheinlich auch nicht sehen, wenn du, wie ich damals, meist auf den Boden guckend durch die Welt, eilend von A nach B kommen möchtest. Deswegen, es hört sich vielleicht einfach gesagt an, der Weg ist das Ziel, aber der Weg, die Wege, das Leben als Weg ist das Ziel, zu leben. In diesem Moment das anzunehmen und nicht schon die nächsten Momente, die wir eh nicht voraussehen können, voraussehen wollen. Gut, damit war es jetzt der zweite Versuch meines ersten Videos, aber hat ja gut funktioniert und bitte nehmt euch das zu Herzen. Ich selber wäre froh, wenn mir das früher schon jemand erzählt hätte und ich das zu Herzen genommen hätte, denn durch diese Achtsamkeit, also ich kann nicht sagen, wo ich jetzt wäre, hätte ich diese ganzen Chancen und Situationen nicht so realisiert, wie ich sie realisiert habe, durch die Hilfe der Achtsamkeit. Und ja, wenn ich von Achtsamkeit rede, rede ich auch von Meditation und die kann ich natürlich auch nur stärkstens empfehlen.